previously during the investigation. Okay then, Zach. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. All red seats. Welcome, York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you, it's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called The Legend of the New Raincoat Killer. York, we found Thomas. Zach. Okay, so it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Huch. Und auf einmal Kampf unter Katzen. Auf einmal sind wir Minimi und laufen durch den Wald. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition. Kann ich jetzt eigentlich hier auch lang? Ui, warum haben wir einen Strampelanzug an? Also einen Schlafanzug. Warum laufen wir im Schlafanzug durch den Wald? Hallo übrigens und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition. Ja, da kratzt mir der Hals wieder. Pünktlich zur Aufnahmebeginn. Mein Deadly Premonition Marathon geht weiter. Ich habe jetzt nur kurze Pause gemacht nach der letzten Folge. Ich habe ein bisschen was gegessen jetzt nochmal. Dad? Und jetzt mache ich weiter. Ich will das Spiel heute hier zu Ende bringen. Ich glaube... Oh oh. Ich glaube, das Finale ist in Sichtweite. Pitsch, pitsch, patsch, pitsch, patsch. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Wo ist er hin? Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Zu spät für was eigentlich? Wo ist er? Oh. Wir werden hier so dezent in eine Richtung gelenkt. Ist euch das aufgefallen? Ich halte natürlich immer die Augen nach Sammelkarten offen. Hier soll nämlich wieder eine sein. Dad? Episode 4 hat ja begonnen jetzt. Come on, boy, or it'll be too late. Und am Anfang, direkt am Anfang von Episode 4 soll es wieder eine Sammelkarte geben. Also immer schön hier rechts und links gucken, ob es irgendwas zum Einsammeln gibt. Tja, das mit Thomas ist schon ein starkes Stück, ne? So, das ist ja quasi, da vorne leuchtet was. Seht ihr das? Da? Ja, jetzt seht ihr das nicht mehr. Jetzt könnt ihr das wieder sehen. Da zwischen den Bäumen. Dad? Come on, boy. Ja, ist ja gerade total spannend auch. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an Among the Sleep erinnert. Blöde Traumsequenz. Ich will wissen, wie es weitergeht jetzt. Catfight und so. Ah, da ist ja die Sammelkarte. Brian Xander Morgan. Das ist der Papa, oder? Der Babs. Ah, dann... Daddy ist weg. Du bist ganz alleine. Keiner hat dich lieb. Deinen Gollum-Füßen da. Boah, bin ich gemein. Ja, Cocktails getrunken, schön was gegessen. Deadly Premonition aufnehmen. Dazu hier sinnvolle Kommentare raushauen. Läuft. Kriege ich hin. Schaffe ich alles. Ich spiele das Spiel heute zu Ende. Das habe ich mir fest vorgenommen. Nacht ist noch jung.
Daddy? 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 Wer ist denn das? Anna oder Mama? Emily! Das ist doch Emily, oder? Ist das Emily? Are you okay? Emily! In einem roten Kleid, eine Göttin des Waldes. Und Willie? Willie ist aber kein gutes Zeichen, weil Willie bedeutet Cason. Und Cason vertraue ich nicht. Guten Tag. Wieso hat Anna jetzt schwarze Haare? War die nicht blond? Na, wahrscheinlich gefärbt, ne? Und diese Zwillinge, die finde ich ja auch sowas von unheimlich. Cason. You are waiting here for someone, aren't you? The person you are waiting for will be here soon. Wird bald da. Rote Samen und das umgekehrte... Autsch. Ist das die Waldstrafe? Oder die Baumstrafe? Aststrafe? Wie hat das denn genannt? Seine Mutter ihn mit diesem Stock verprügelt hat, da mit den Ästen. Ja, ich bin total fixiert jetzt auf George, ne? Das ist, Grandpa, hey! Oh, Emily. Sorry, my dear, I must have fallen asleep. That's enough napping for today. Tell me the rest of the story. Yes, of course. That was our promise, wasn't it? Before I continue on, though, I've got a little gift I want to give you. Wow. It's pretty. Consider it a protective charm, like a signpost. It will help to lead you through your life. A signpost? One day, my dear, you will find out one of the truths of this world. That the world is filled with contradiction and inequality. When that day comes, how you respond, what you do, that will be the instant that determines the value of your life. This pendant will show you the way in that moment. The value of my life? Yes, dear, the value of your life. I have faith that you will grow up into a woman who can make the right choices. Do you understand, Emily? Emily? Aha. Seine Enkelin heißt Emily, nach der Oma benannt? We come toward the climax. Kein guter... As the angel said, I was soon fated to meet him. What do you think of those dreams, Zach? So I do care for Emily. What about you? We should take this opportunity and talk about this a bit. Jetzt? Du willst das wirklich jetzt machen? If I hadn't seen Yor come into the bar, well, you wouldn't have found this place, would you? Now how about that? I guess I've always been lucky when luck was needed. That's why I've been able to stay in business, too. Although we have Willie to thank for finding this room, I suppose. He's got a great nose. Clever, too. He'd be a great businessman if he wanted to be. I owed you guys one anyway.
And I owed York big time, too. You guys didn't tell anyone about that whole thing with Diane. I want to help you guys out. Is there anything I can do? Kaysen, I appreciate the offer. But this is a police matter. You can leave everything to us from here. Oh, well, okay. George, look. These cigarettes. They're the same brand that York smokes. He's definitely been here. Carol's been missing since the bar closed last night. This town will be deserted if this keeps up. What do you think is really happening here in Greenvale? Emily, let's focus on looking for York. I just hope there are more leads than a cigarette butt around here. Willie will's wissen. Hey, Willie, of course. You can track his scent, can't you, boy? What do you think, officers? Let him help you out, why don't you? Oh, he'd make a fine police dog. I told you we don't need... Sounds good, Kaysen. We need all the help we can get. Come on, George. Let's let them help us. But they are civilians. Do you have a better plan? As we speak, York might be... Oh. Oh, ist das nicht schön? Also das da nicht, das da auch nicht. Aber, all right. Let's have them help. Thank you, George. But one thing. With York missing in action, I'm back in charge. And York would give me hell if something bad happened to you guys. So promise me you'll call for backup at the first sign of danger. Yes, of course. I think we're missing something here. So I'm going to look around a bit longer. Natürlich You machst go du with das. Kaysen and follow York's trail. Thank you, George. We're counting on you, boy. Welcome to the force, Deputy Willie. Warum ist Kaysen so scheiße hilfsbereit? Das passt nicht zu meinem Bild von ihm. Aber jetzt mehrere Zwischensequenzen, bis die York gefunden haben, oder geht es vielleicht doch tatsächlich noch einen zweiten spielbaren Charakter? Übernehmen wir jetzt Emily oder sowas? Der Suche nach York. Oder spielen wir vielleicht sogar Willie? Let's get rolling then. Mal gucken. Okay, I'm counting on you, Willie. Irgendwas kommt doch jetzt. Der Super Willie. Ganz toller Start. Oh, not counting on me, though, are you? Sheesh. Cool, wir sind wirklich Emily. Wie geil ist denn das? Hat Emily auch ein Inventar? Yeah. Wow, Emily hat genauso viel Kohle wie York. Na los, auf geht's. Das ist ja cool. Also nicht wie sie läuft, das ist tatsächlich eher so ein Fremdschämen, aber Alter, ist Kaysen schnell. Wie macht er das? Wieso habe ich das Gefühl, dass wir jetzt zum Uhrenturm gehen? Wo alles begann quasi. Könnten wir jetzt eigentlich mit Emily auch hier die Dings nochmal machen? Die Albtraumwelt da? Da müsste ich ja eigentlich schon fast mal ausprobieren. Was los, Kaysen? Du fällst zurück? Oh Gott, er kommt. Die Masse wabbelt auf mich zu.
Interessant, dass Emily keine Ausdauer verbraucht. Die ist in wesentlich besserer Form als York, aber sie raucht ja auch nicht. Also von daher ist der Catfight, von dem im Titel die Rede war, dann vielleicht Emily gegen Thomas. Sind wir denn irgendwie... Hier ist das Haus von Brian. Also, egal ob wir jetzt zum Uhrenturm kommen oder später, ich bin mir fast sicher, dass der Uhrenturm noch eine Rolle spielen wird. Uhrenturm, Glockenturm, wie auch immer. Weil Harry uns ja erzählt hat, dass das quasi von da aus alles losging. Ist der Glockenturm eigentlich ein Teil des Gemeindezentrums oder steht der nochmal extra irgendwo? Ich habe jetzt das Gemeindezentrum leider nicht im Kopf. He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him B. Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed. Well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why they'll just carry on, regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kaysen. Oh, look! Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Hunde? Ach komm. Die wahre Herrenrasse sind doch die Katzen. Wenn die Katzen könnten, würden sie sofort die Weltherrschaft an sich reißen. Manch einer ist ja davon überzeugt, dass sie das schon getan haben. Jetzt zum Sheriff Department hier. Hey, where are you going? Deputy Willie, he's over here. Come on, hurry! Der kann doch nicht einfach anhalten. Das ist, das darf der nicht. Wie lange müssen wir Willie denn noch hinterherlaufen? Oh. Ah, wir haben eine... Hallo Thomas. Thomas, I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply, but recently that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York. You'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight.
You just stay there until then. Wir sind also nett und freundlich. Anders als er. Er ist doch George, oder nicht? Oh, und weiter geht die Bilanz. Ah, ich komme da nicht hin, ne? Ja, werden sie mich wieder aufhalten. Ich wollte gerade überlegen, ob wir mal probieren, ob wir mit Emily da in diese Albtraumsequenz können. Aber während wir hier noch hinterherhetzen, hinter Cason und Willie, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Und in der nächsten Folge von Deadly Premonition setzen wir gemeinsam mit unserem Deputy die Suche nach York fort. Bis dann.